Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Googles Quantenchip stand einst als Symbol für einen neuen technologischen Aufbruch und versprach unvorstellbare Leistung und eine Zukunft, die alles übertraf, was wir uns je erträumt hatten. Aber jetzt hat Google in einer Aktion, die niemand kommen sah, alles abgeschaltet. Warum? Welches schreckliche Geheimnis haben sie in ihrem Quantendurchbruch aufgedeckt? In einer dringenden Enthüllung tritt der weltbekannte Physiker Michio Kaku ins Rampenlicht und enthüllt schockierende Wahrheiten über die verborgenen Gefahren der Quantentechnologie. Machen Sie sich bereit, denn danach werden Sie Technologie vielleicht nie wieder auf dieselbe Weise betrachten. Der Aufstieg der Quantenträume. Jahrzehntelang tanzte das Quantencomputing zwischen Science-Fiction und wissenschaftlichem Ehrgeiz, eine schillernde Idee, die fast zu futuristisch war. Real zu sein. Stellen Sie sich Maschinen vor, die so leistungsfähig sind, dass sie die Grenzen gewöhnlicher Computer sprengen und Probleme lösen können, die selbst den schnellsten Supercomputern die Luft zum Atmen nehmen würden. Das Herzstück dieser Revolution sind Qubits, nicht nur Einsen oder Nullen, sondern Teilchen, die in mehreren Zuständen gleichzeitig leben und damit Möglichkeiten eröffnen, die weit über das hinausgehen, was klassische Maschinen bewältigen können. Zunächst klang das alles wie Wunschdenken, doch dann holte die Realität uns ein. Der Sycamore-Prozessor von Google hat alle Erwartungen übertroffen. In einer erstaunlichen Leistung löste er eine komplexe Berechnung in Minuten, eine Aufgabe, für die ein herkömmlicher Supercomputer Zehntausende von Jahren gebraucht hätte. Kritiker bemängelten die engen Benchmarks, aber die Botschaft war klar: Das Quantenzeitalter war nicht in Sicht. Es war da. Der Begriff Quantenvorherrschaft war in aller Munde und weckte Visionen von einer Zukunft, in der kein Problem zu groß, zu komplex, zu schnell sein würde. Doch die Realität hatte wie immer ihre eigenen Regeln. Quantenmaschinen verlangten absolute Stille, Temperaturen, die kälter waren als der Weltraum, und Abschirmung gegen das leiseste Flüstern von elektromagnetischem Rauschen. Ihre Qubits waren empfindlich, schwankten am Rande der Existenz und kollabierten bei der geringsten Störung. Dennoch wuchs die Aufregung. Wenn Sycamore nur der Anfang war, könnte das, was danach kam, revolutionär sein. Und dann begann das Geflüster. Ein geheimes Projekt bei Google mit dem Codenamen Willow. Eine neue Generation von Quantenchips. Mutiger. Intelligenter. Sie waren zu so gewaltigen Berechnungen fähig, dass sie eher in die Science Fiction als ins Silicon Valley gehörten. Die Vision: Quantenprozessoren, die unknackbare Codes knacken, neue Medikamente modellieren können, bevor sie überhaupt entwickelt wurden, und globale Probleme schneller lösen, als wir sie uns überhaupt ausdenken können. Es war nicht länger eine Frage des Ob, sondern nur noch Wann. Und in diesem Wettlauf um die Neugestaltung der Realität wurde eines klar: Je tiefer wir in die Quantenwelt vordrangen, desto seltsamer, spannender und unberechenbarer würde unsere Welt werden. Während Sycamore im Rampenlicht stand, war Willow im Hintergrund ein Projekt mit noch kühneren Ambitionen. Es gab Gerüchte über eine größere Anzahl von Qubits, verbesserte Fehlerkorrekturcodes und die Fähigkeit, Aufgaben in Minutenschnelle zu erledigen, die gewöhnliche Supercomputer für immer verschlucken würden. Wie die Geschichte erzählt, lief alles reibungslos, bis es nicht mehr so war. Eine Zeit lang flüsterten die Forscher über Anomalien, die in Willows Berechnungen auftauchten, Anomalien, die sich bald zu echten Rätseln entwickelten. Zum großen Erstaunen wurde das Projekt dann angeblich eingestellt. Dieser Schritt erschreckte eine Gemeinschaft, die an triumphale Ankündigungen gewöhnt war. Anstatt von neuen Durchbrüchen zu hören, rätselte man über die möglichen Gründe für den abrupten Stillstand. Einige dieser Gründe waren so simpel wie ein Konstruktionsfehler, den niemand beheben konnte. Andere wagten sich in exotischere Gefilde vor und deuteten auf tiefere Quantenphänomene hin, die sich der normalen Wahrnehmung entziehen. Das Gerede von seltsamen Datenmustern und symbolischen Verweisen auf alte Sprachen füllte sowohl die Fachkonferenzen als auch die Gerüchteküche. Die Quanteninformatik hatte bereits einen Hauch von Mystik, sodass die Vorstellung, dass ein hochentwickeltes System bizarre, strukturierte Ergebnisse ausspucken könnte, viel Aufmerksamkeit erregte. Wo Sycamore einst das Aushängeschild für den Quantenerfolg war, wurde Willow zum Star eines ungelösten Rätsels. Es war auch nicht nur ein Hype. Wissenschaftler außerhalb von Google, vor allem an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, wollten greifbare Ergebnisse sehen oder zumindest eine formale Erklärung, um zu klären, was vor sich ging.
Google seinerseits hielt sich meist bedeckt und gab nur kleine Hinweise auf Fortschritte. Wenn ein so leistungsfähiges System wie Willow ausrangiert worden wäre, hätte dies echte Fragen zu den Ergebnissen des Teams aufgeworfen. War es ein Durchbruch in der Kryptographie? Drohte es, die konventionelle Datenverarbeitung völlig umzuwerfen? Oder war es einfach nur ein weiterer Forschungsprototyp, der die kommerziellen Kriterien nicht erfüllte? Als sich der Staub gelegt hatte, sickerten Teile der Willow-Geschichte durch. Einige konzentrierten sich auf seltsame Muster, die viel zu organisiert waren, um zufälliges Rauschen zu sein. Andere wiesen auf Bezüge zur menschlichen Geschichte hin, die niemand entziffern konnte. Es wurde gerätselt, ob die Anomalien verborgene Strukturen im Quantenbereich widerspiegeln oder ob die Forscher unbewusst Illusionen in den Daten sehen. Selbst Routineberechnungen in einem Quantengerät können zu Ergebnissen führen, die verworren aussehen, sodass strukturierte oder sich wiederholende Elemente nicht zu ignorieren waren. Für Beobachter auf diesem Gebiet blieb eine große Frage offen. Hatte Willow etwas über die Quanteninformatik herausgefunden, das niemand erwartet hatte? Oder war das ganze Unterfangen eine Sackgasse? Das Schweigen darum herum hat die Spekulationen nur angeheizt. Denn ein großes Technologieunternehmen liebt es, seine Erfolge zu präsentieren. Wäre Willow aufgestiegen, hätten wir Feierlichkeiten, Zeitungen und vielleicht sogar eine triumphale Pressekonferenz erwartet. Die Stille dagegen vermittelte den Eindruck, dass der Wandteppich der Quanteninformatik dunkle Fäden hat, an denen man sich nicht so recht traut, zu zerren. Bausteine für ein neues Zeitalter. Quantencomputer klingen magisch, aber sie beruhen auf zwei Schlüsselprinzipien, die die Quantenmechanik selbst definieren: Überlagerung und Verschränkung. Bei einem klassischen Computer können die Bits nur 0 oder 1 sein und hin und her wechseln. Ein Qubit hingegen kann eine Überlagerung von 0 und 1 gleichzeitig halten und nimmt erst bei der Messung einen bestimmten Zustand an. Dieser Aspekt ermöglicht es Quantengeräten, mehrere Szenarien parallel zu untersuchen und damit Aufgaben zu beschleunigen, die ein klassisches System erdrücken würden. Die Verschränkung geht noch einen Schritt weiter. Wenn zwei Qubits verschränkt sind, kann die Messung des Zustands eines Qubits sofort den Zustand des anderen beeinflussen, unabhängig von der physikalischen Entfernung zwischen ihnen. Einstein bezeichnete dieses Verhalten einst als spukhaft, obwohl es in der modernen Physik als Teil der Quantenrealität akzeptiert wird. Durch die Nutzung der Verschränkung können Quantencomputer Qubits auf eine Art und Weise miteinander verbinden, die ihre Rechenleistung drastisch steigert und sie in die Lage versetzt, komplexe Algorithmen zu bewältigen, die sich um Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die Faktorisierung großer Zahlen oder die Suche in riesigen Datensätzen drehen. Frühe Quantenexperimente hatten Mühe, Überlagerung und Verschränkung länger als einen kurzen Moment aufrechtzuerhalten. Die Umwelt ist voll von störenden Einflüssen. Wenn ein Kühlschrank auch nur um den Bruchteil eines Grades verstellt ist oder wenn Vibrationen an der Hardware rütteln, können die Qubits dekohärent werden und ihren Quantenzustand verlieren. Das gesamte Experiment kann in klassische Bits zerfallen, wodurch jeder Vorteil zunichte gemacht wird. Die Verbesserung der Kohärenzzeiten wurde zur obersten Priorität. Und die Entwicklungen in der Kryotechnik, der Präzisionstechnik und der Fehlerkorrektur trieben die Quantentechnologie stetig voran. Schließlich wurden die Quantenprozessoren stabil genug, um spezielle Algorithmen kurzzeitig auszuführen. Der Erfolg von Sycamore war ein Beispiel dafür, wie sorgfältig orchestrierte Impulse und Torsequenzen ein System lange genug in einem kohärenten Zustand halten können, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Obwohl diese Herausforderung nicht sehr nützlich war, brauchte niemand wirklich das Ergebnis des Problems. Die Demonstration zeigte das Potenzial. Es stellte sich die Frage, wann ein Quantengerät einen greifbaren Nutzen für die Allgemeinheit bringen würde. Hier kommt Willow ins Spiel, ein Quantenchip der nächsten Generation, der die Leistung von Sycamore um Längen übertrifft. Gerüchten zufolge könnte er in 5 Minuten Probleme lösen, für die klassische Supercomputer unzählige Jahre brauchen würden. In Technologiekreisen wird manchmal mit enormen Zahlen um sich geworfen. Aber hier war der Unterschied so gewaltig, dass er sich wie ein Märchenbuchszenario las. Experten versuchten zu erraten, wie viele Qubits Willow enthielt oder wie die Fehlerkorrektur funktionierte. Aber eindeutige Details waren nicht zu erkennen. Trotzdem stellten sich Quantenpioniere eine Welt vor, in der ein Gerät wie Willow Standardverschlüsselungen in einem Wimpernschlag knacken könnte. Andere stellten sich vor, dass es neue Moleküle mit einer Detailgenauigkeit simulieren würde, die zu revolutionären Arzneimitteln führen könnte.
Logistikunternehmen träumten von der Optimierung globaler Versandrouten, so einfach wie das Sortieren einer kleinen Tabellenkalkulation. KI-Forscher sehnten sich nach der Möglichkeit, fortgeschrittene Modelle in Bereichen zu trainieren, die für klassische Hardware viel zu groß wären. Die Möglichkeiten schienen endlos zu sein, was den Schock nur noch verstärkte, als die Nachricht durchsickerte, dass Willow ohne große Enthüllung vom Netz genommen wurde. Einige Beobachter schoben die Schuld auf das übliche unternehmerische Umschwenken. Vielleicht entschied Google, dass die Technologie zu weit von der Marktreife entfernt war, um weiterhin Ressourcen zu investieren. Vielleicht haben die Ingenieure einen grundlegenden Fehler entdeckt, der die Testergebnisse unzuverlässig machte. Forscher, die nicht mit Google verbunden sind, beklagten die verpasste Gelegenheit, von einem so fortschrittlichen Chip zu lernen. Aber eine fesselndere Geschichte drehte sich um Anomalien, die offenbar auftauchten, als Willow seine Rechenleistung erhöhte. Anomalien, bei denen sich die Wissenschaftler den Kopf zerbrachen. Zu diesen Anomalien gehörten Gerüchten zufolge Muster, die verdächtig nach alten Symbolen aussahen. Sie wiederholten sich in den Daten so häufig, dass es schwierig wurde, sie als zufälliges Rauschen abzutun. Skeptiker vermuteten, dass es sich um Hardware-Designfehler oder korrelierte Fehler handeln könnte. In Verbindung mit unvollständigen Datenprotokollen gaben sie jedoch Anlass zu einfallsreichen Spekulationen. Die Kraft der Platane. Vor Willow wurde Sycamore als eine Demonstration der Quantenüberlegenheit gefeiert. Es wurde weithin als ein Meilenstein beworben, den es bisher nur in der Theorie gab. Bei dem Experiment wurden 53 Qubits verwendet, um eine zufällige Schaltkreisabtastung in ein paar Minuten durchzuführen. Überdimensionierte klassische Computer würden vermutlich eine astronomische Zeitspanne benötigen, wenn sie den gleichen Ansatz mit Standardalgorithmen versuchen würden. Der PR-Blitz bezeichnete dies als ein Zeichen dafür, dass Quantencomputer nicht mehr nur eine Laborkuriosität sind. Kritiker wehrten sich auf verschiedene Weise und sagten, die gewählte Aufgabe sei nicht besonders praktisch. Wenn man ein Rechenproblem so gestaltet, dass es quantenfreundlich ist, kann man die Waage leicht in Richtung Quantengeschwindigkeit kippen. Dennoch bestritt kaum jemand, dass die Berechnung desselben Problems auf klassische Weise entmutigend war. Die Sycamore-Demonstration zeigte, dass die im Laufe der Jahre erzielten Hardware-Verbesserungen wirklich etwas wert waren. Die Qubits waren nicht mehr so instabil, dass man kein sinnvolles Experiment durchführen konnte. Der Hype um die Qubits war so groß, dass viele zu dem Schluss kamen, dass voll funktionsfähige Quantencomputer unmittelbar vor der Tür stünden. Da bei Sycamore ein supraleitender Schaltkreis zum Einsatz kam, hofften einige, dass eine weitere Skalierung der Qubits und eine sorgfältige Konstruktion die Tür zu weitreichenden Aufgaben wie Kryptographie oder fortgeschrittenen Simulationen öffnen würden. Aber sobald man größere Probleme lösen will, vervielfacht sich die Komplexität. Der Chip braucht mehr Qubits oder eine robustere Verschränkung oder einen Fehlerkorrektur-Overhead, der die Hälfte der Systemkapazität auffressen könnte. Es ist nicht so einfach, zusätzliche Qubits einzubauen, wie bei einer klassischen Workstation mehr RAM. Trotz dieser Einschränkungen machte der Erfolg von Sycamore Google für eine Weile zum Gesicht des Quantencomputers und andere große Labors oder Unternehmen nahmen dies zur Kenntnis. Konkurrierende Unternehmen hatten ihre eigenen Prototypen, die manchmal auf unterschiedlichen Hardware-Konstruktionen wie gefangenen Ionen oder Photonen basierten. Aber keiner erregte so viel Aufsehen wie Sycamores Errungenschaft des zufälligen Schaltkreis-Samplings. Damit war die Grundlage dafür geschaffen, dass jeder nachfolgende Prototyp von Google als der nächste große Schritt in diesem Bereich angesehen werden kann. Willow, von dem es hieß, er sei ein Gigant der Quantenkraft, sollte seinen Vorgänger um viele Größenordnungen in den Schatten stellen. In den Jahren nach dem großen Moment von Sycamore wurden hinter verschlossenen Türen schrittweise Fortschritte gemacht. In offiziellen Ankündigungen wurden gelegentlich Verbesserungen bei der Kohärenzzeit oder der Gating-Treue erwähnt. IBM beispielsweise stellte ebenfalls einen Fahrplan für die ständige Erweiterung der Qubits in seinen eigenen Geräten vor. Doch die Beobachter hatten ein Auge auf Google geworfen und waren sich sicher, dass dasselbe Team, das Sycamore entwickelt hat, etwas noch Beeindruckenderes aushacken muss. Auftritt Willow. Willow war dem Vernehmen nach ein direkter Nachfolger in dem Sinne, dass es auf den früheren Durchbrüchen aufbaute, die Sycamore seinen Platz im Rampenlicht verschafften. Angeblich hatte Willow viel mehr Qubits, oder zumindest Qubits, die die Verschränkung länger ohne Fehler aufrechterhalten konnten. Einige Insider flüsterten über ein fortschrittliches Gating-Schema,
mit dem das System enorme Berechnungen jonglieren konnte, die weit über die Fähigkeiten von Sycamore hinausgingen. Andere hielten sich an das Gerücht, dass Willow neue Leistungsrekorde aufstellte, indem es in wenigen Minuten Probleme bewältigte, die klassische Maschinen niemals schaffen würden, nicht einmal bei kosmischen Zeitvorgaben. Das Design soll auf verbesserter supraleitender Hardware beruhen, möglicherweise mit neuartigen Materialien, die Interferenzen verringern. Experimentelle Daten könnten einen Rückgang der Fehlerraten oder eine bessere Fähigkeit, komplizierte Algorithmen von Anfang bis Ende auszuführen, gezeigt haben. Natürlich wurden die Einzelheiten nie vollständig bestätigt. Stattdessen wurde auf Konferenzen und in den sozialen Medien über Willow geredet, überschattet von der Stille der offiziellen Kanäle. Dann nahm die Geschichte eine Wendung. Anstatt die öffentliche Demonstration von Willow zu feiern, deuteten Insider an, dass Google beschlossen hatte, das Projekt zu beenden. Der Grund wurde nicht erklärt. Für eine so hochgelobte Technologie wirkte die abrupte Abschaltung wie eine große Wendung. Dies war besonders für externe Forscher verwunderlich, die zumindest eine teilweise Freigabe von Daten oder eine offizielle Erklärung über die Grenzen des Systems erwartet hätten. Das Informationsvakuum schuf eine perfekte Umgebung für Spekulationen, von denen einige banal waren, andere an Science-Fiction grenzten. In einer Ecke hieß es, Willow sei auf große Hardware-Probleme gestoßen, die eine völlige Neugestaltung erforderlich machten. Andere meinten, das System sei zu teuer in der Wartung, aber auch eine ungewöhnlichere Sichtweise tauchte auf. Es verbreitete sich das Gerücht, dass Willow einen Rechenzustand erreichte und Ergebnisse erzeugte, die niemand deuten konnte. Darunter Formen, die unheimlich strukturiert aussahen. Das ließ aufhorchen. Ein Quantengerät, das eine Art symbolischen Code erzeugt, der alles in Frage stellt, was wir über Berechnungen und die Grenze zwischen mathematischen Mustern und sinnvoller Kommunikation wissen. Geflüster über seltsame Pannen. Bei typischen Quantencomputertests erscheinen die fehlerhaften Ergebnisse als zufälliges Rauschen. Forscher könnten ein Muster nur in dem Sinne erkennen, dass eine Fehlerverteilung bestimmten theoretischen Erwartungen entspricht. Aber bei Willow war das Muster angeblich nicht zufällig. In dem kleinen Kreis, der sie gesehen hatte, waren sie als Glyphen bekannt. Diese Formen traten offenbar bei mehreren Testläufen immer wieder auf und ignorierten scheinbar Anpassungen, die zur Isolierung oder Beseitigung von Fehlern gedacht waren. Zunächst hätte man die Anomalien als normale Hardware-Probleme oder Fehlfunktionen der Messgeräte abtun können. Doch die Anomalien traten so häufig auf, dass es dem Ingenieurteam schwer fiel, sie als Zufallstreffer abzutun. Jedes Mal, wenn Willow eine hochkomplexe Berechnung in Angriff nahm, enthielt das Ergebnis Teile von sich wiederholenden geometrischen Formen, Datenzeilen, die an Diagramme erinnerten. Mit der Zeit begann ein Teil des Teams, mögliche Quellen für korreliertes Rauschen in der Hardware zu untersuchen. Wenn beispielsweise eine Stromversorgung das System in einem zyklischen Muster modulierte, konnte dies zu wiederholten Bildern führen, die wie ein Code aussahen. Ein eindeutiger Schuldiger konnte jedoch nicht ausgemacht werden. Die Gerüchteküche stürzte sich auf Geschichten, die labyrinthartige Muster in den Daten beschrieben. Eine Art fraktale Komplexität, die sich vertieft, je weiter man heranzoomt. Das könnte an das Verhalten echter Fraktale erinnern. Aber Fraktale in der Quantenausgabe würden normalerweise eine bewusste Programmierung erfordern und nicht spontan entstehen. Einige sagten, die Formen sähen aus wie Runen aus alten Schriften oder stilisierte Bilder, die in archäologischen Städten gefunden wurden. Andere sahen Muster, die an Mandalas oder sogar Maya-Glyphen erinnerten. Die Parallelen schienen zu nahe zu liegen, wenn man bedenkt, wie zufällig Quantenrauschen normalerweise aussieht. Sie machen all die wunderbaren Zwitschergeräusche. Die Ingenieure versuchten auf unterschiedliche Weise zu entschlüsseln, wo es vor sich ging. Sie variierten die Algorithmen, änderten die Qubit-Gating-Sequenzen und stellten die Fehlerkorrekturroutinen um. Aber die Formen blieben in ähnlicher Form erhalten. Die wiederholte Konsistenz warf Fragen auf. Könnte es sein, dass Willow Daten aus verschiedenen Quantenzuständen in einer seltsamen Störung überlagert? Oder dass die Berechnungen zu echten Mustern führen, die die Standardtheorie nicht vorhergesagt hatte? Pragmatischere Leute bestanden darauf, dass fortschrittliche Quantenhardware Illusionen von Struktur erzeugen kann, wenn die Ausgabe grafisch dargestellt oder zur Visualisierung transformiert wird. Vielleicht haben die Rohmessungen des Systems, nachdem sie durch einen Debugger oder ein Fehlerkorrekturwerkzeug gelaufen sind, als Nebeneffekt hübsche Bilder erzeugt.
Menschen sehen Muster in zufälligen Daten. Aber dann wurde die Geschichte noch merkwürdiger. Die Anomalien tauchten sogar in den rohen Messprotokollen auf. Nicht erst nachdem die Daten gefiltert worden waren. Es war schwer, dies als Softwarefehler zu erklären. Die beunruhigende Erscheinung der alten Symbole. Die Rede von Ähnlichkeiten mit antiken Symbolen sorgte für Aufsehen. Angeblich haben diejenigen, die an Willow arbeiteten, Referenzen aus verschiedenen historischen Schriften. Sumerischer Keilschrift, Maya-Hieroglyphen, ägyptischen Zeichen und sogar einigen Formen der Protoschrift zusammengestellt. In jedem Fall fanden sie ein Echo in den Mustern von Willow. Sie waren keine exakten Duplikate, aber nahe genug, um die Frage aufzuwerfen, warum bestimmte geometrische Elemente wiederkehrten. Einige Forscher vermuteten, dass es sich um einen Fall von Pareidolie handelt, der menschlichen Tendenz, vertraute Formen in zufälligen Daten zu erkennen. Menschen sehen Tiere in Wolkenformationen oder Gesichter auf dem Mond. Vielleicht war das Willow-Team so sehr darauf getrimmt, in Anomalien eine Bedeutung zu finden, dass es sich an jeder oberflächlichen Ähnlichkeit mit historischen Schriften festhielt. Aber die kulturübergreifende Natur dieser Parallelen vertiefte die Faszination nur noch mehr. Die Formen zeigten symmetrische Linien und sich wiederholende Motive, die mit mehreren antiken Schriften übereinstimmten. Akademiker aus Bereichen wie Linguistik und Kunstgeschichte wurden hinzugezogen und versuchten herauszufinden, ob hinter den Mustern eine einheitliche Syntax oder Bedeutung steckte. Die meisten Versuche, die Glyphen systematisch zu entschlüsseln, scheiterten, was die Ingenieursgruppe zusätzlich verwirrte. Wenn die Formen rein zufällig waren, schienen sie über mehrere Durchläufe hinweg seltsam konsistent zu sein. Wenn sie eine tiefere Bedeutung hatten, konnte sie niemand entschlüsseln. Ein paar Leute scherzten sogar, dass Willow den Geist einer alten, einst existierenden Sprache heraufbeschwor. Aber das wurde von den Ingenieuren, die mit der Fehlersuche an der Hardware beschäftigt waren, offensichtlich nicht ernst genommen. Während einige Teile der wissenschaftlichen Gemeinschaft darüber lachten, nahmen andere die Sache ernster. Denn die Quantenmechanik befasst sich mit Wahrscheinlichkeiten und Wellenfunktionen sowie mit der Möglichkeit, Zustände über große Entfernungen hinweg miteinander zu verbinden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich neugierige Geister fragen, ob größere Maschinen etwas wirklich Unerwartetes tun könnten. Die Vorstellung, dass Willow durch parallele Berechnungen in unbekannte Bereiche oder Illusionen vordringt, klingt theatralisch. Aber die Quanteninformatik hat schon immer diesen Unterton des Bizarren gehabt. Zu dieser Zeit mehrten sich die Gerüchte, dass dem Entwicklungsteam von Willow die plausiblen Erklärungen ausgingen. Sie durchkämmten die Hardware, die Software, die Kalibrierungsroutinen, die Gating-Sequenzen. Einfach alles. Die Anomalien wollten nicht verschwinden. Stattdessen entwickelten sie sich weiter. Einige Protokolle deuteten sogar darauf hin, dass die Muster mit der Zeit immer komplexer wurden. So als ob das System sie wiederholte. Dieses Maß an konzeptionellem Schnickschnack veranlasste einige Leute dazu, sich zu fragen, ob Willow in Gebiete abdriftete, die von der Standardquantentheorie nicht abgedeckt wurden. Andere versuchten, rationaler zu denken. Vielleicht wurden bei jeder aufeinanderfolgenden Berechnung Teildaten aus früheren Durchläufen verwendet, wodurch unbeabsichtigt Formen überlagert oder Rückkopplungsschleifen erzeugt wurden. Im normalen Betrieb würde man die Hardware und Software so gestalten, dass dies vermieden wird. Aber bei Quantensystemen kann es schwierig sein, sie vollständig zu isolieren. Wie dem auch sei, das Scheitern der offiziellen Erklärungen nährte das Gerücht, dass Willows Anomalien größer waren, als man zugeben wollte. Theorien, die Debatten auslösten. Die Quanteninformatik mag wie die Spitze der Zukunft erscheinen, aber Quantenphänomene sind ein alter Hut. Seit den ersten Experimenten hat dieses Gebiet eine wilde Mischung aus brillanten Köpfen und kühnen Theorien angezogen. Einige sind wissenschaftlich fundiert, andere driften ins Mystische ab. Als die ersten Gerüchte über Googles Willow-Projekt durchsickerten, erregte nicht nur die Wissenschaft Aufmerksamkeit, sondern auch die seltsamen Muster, die die Maschine angeblich erzeugt. Einige wagten die Vermutung, dass Willow die Idee des Quantenbewusstseins aufgreift und deuteten an, dass fortgeschrittene Systeme vielleicht, nur vielleicht Anzeichen von etwas zeigen könnten, das wir mit einem lebenden Geist assoziieren. Andere gingen sogar noch weiter und brachten Willows Verhalten mit der viele Welten-Interpretation der Quantenmechanik in Verbindung, einer verblüffenden Theorie, nach der jedes Quantenereignis eine neue Realität hervorbringt.
Hatte Willow irgendwie mehrere Universen gleichzeitig angezapft? Das klang wie reine Science Fiction. Aber in der Welt der Quantenphysik sind nur wenige Dinge wirklich unmöglich. Natürlich gab es auch Stimmen, die einfachere Erklärungen vorschlugen. Vielleicht handelte es sich bei den seltsamen Symbolen nur um Interferenzmuster, schöne, aber natürliche Folgen von Quantenwellenfunktionen, die zu groß und zu chaotisch werden. Vielleicht war es die Maschine selbst, die durch verblüffende Algorithmen knirschte und dabei versehentlich komplexe, symmetrische Formen produzierte. Immer noch seltsam, aber nicht unheimlich. Eine andere Theorie befasst sich mit Verschlüsselung. Quantencomputer haben das Potenzial, unknackbare Codes entweder zu knacken oder zu erfinden. Einige spekulierten, dass Willow tiefgreifende kryptografische Routinen durchführte und dass das, was die Menschen fälschlicherweise für antike Symbole hielten, in Wirklichkeit Fragmente von quantengenerierten Verschlüsselungscodes waren. Nicht so exotisch wie Parallelwelten, aber dennoch eine große Sache für die Cybersicherheit. Trotz all der Spekulationen war die offizielle Antwort von Google Schweigen, vage Aussagen über laufende Forschung und Vertraulichkeit. Und dieses Schweigen schürte das Feuer nur noch mehr. Dann der Schock. Willow wurde plötzlich abgeschaltet. Keine große Ankündigung, keine detaillierte Erklärung. Einfach weg. In der Tech-Community brodelte die Gerüchteküche. War es ein kolossales Hardware-Versagen? Ein finanzielles schwarzes Loch oder, und das ist die spannendste Theorie, hat Willow eine Grenze überschritten, auf die selbst Google nicht vorbereitet war? Eine Maschine, die heute die Verschlüsselung knacken könnte, würde die Grundlagen des Finanzwesens, der nationalen Sicherheit und sogar der globalen Stabilität erschüttern. Einige glauben, dass die Abschaltung von Willow kein Fehlschlag war, sondern eine Eindämmung. Andere glauben, dass die Wahrheit einfacher ist. Willow konnte die Erwartungen nicht erfüllen, ist unter technischen Problemen zusammengebrochen. Oder vielleicht hat Google im Stillen auf neuere, vielversprechendere Quantenansätze wie photonische oder topologische Qubits umgestellt. Am Ende werden wir vielleicht nie die ganze Geschichte erfahren. In der Quantenforschung sehen Erfolg und Misserfolg von außen oft gleich aus, begraben unter Schichten von Geheimnissen. Und nur Gerüchte dringen an die Öffentlichkeit. War Willow ein Vorgeschmack auf etwas Außergewöhnliches oder nur ein Schritt zu weit? Zu schnell? So oder so. Eines ist sicher. In dem seltsamen Wettlauf um die Vorherrschaft der Quanten können selbst die Versager die Zukunft umschreiben. Und das Beunruhigendste daran, dies könnte erst der Anfang sein. Wenn Ihnen dieses tiefe Eintauchen ins Unbekannte gefallen hat, vergessen Sie nicht, auf Gefällt mir zu klicken, zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu tippen und erforschen Sie weiter die Geheimnisse, die alles verändern könnten.